Ich habe diesen Film sehr interessant. I found this movie very interesting. Ich habe eine Fischgräte im Hals stecken. I got a fishbone stuck in my throat. Ich habe mit ihr in Frankreich kennengelernt. I got acquainted with her in France. Ich habe genug von den ganzen Tag im Bett liegen. I got tired of lying in bed all day. Ich habe heute Morgen um 6:30 auf. I got up at 6:30 this morning. Ich hatte meine Tasche auf den Zug nahm. I had my pocket picked on the train. Ich hatte den Gärtner pflanze einige Bäume. I had the gardener plant some trees. Ich musste mehr als 3 Stunden warten. I had to wait more than 3 hours. Ich habe eine Verabredung auf 10. I have a previous engagement at 10. Ich habe Halsschmerzen und Schnupfen. I have a sore throat and runny nose. Ich habe gerade mit der Post gewesen. I have just been to the post office. Ich habe niemanden zu wenden, um Rat. I have no one to turn to for advice. Ich habe einige Arbeit an diesem Abend zu tun. I have some work to do this evening. Ich weiß, dass einige Schüler in dieser Schule. I know some students in that school. Ich ließ ihm den Rest und ging hinaus. I left the rest to him and went out. Ich verlor meine Schlüssel irgendwo hier in der Nähe. I lost my key somewhere around here. Ich hätte nie gedacht, so etwas. I never imagined anything like this. Ich hätte nie gedacht, er mit mir machen würde. I never imagined he'd do that to me. Ich lasse nie sonst jemand meinen Hund füttern. I never let anyone else feed my dog. Ich bemerkte, dass sie einen neuen Hut trug. I noticed she was wearing a new hat. Ich las das Buch von Deckung zu Deckung. I read the book from cover to cover. Ich erhielt den anderen Tag ihren Brief. I received her letter the other day. Ich sollte nach Hause gehen und etwas zu schlafen. I should go home and get some sleep. Ich hätte nicht so früh aufgestanden haben. I shouldn't have gotten up so early. Ich habe am vergangenen Sonntag einen Roman zu lesen. I spent last Sunday reading a novel. Ich verbrachte das Wochenende mit meinen Freunden. I spent the weekend with my friends. Ich glaube, ich bin in Schwierigkeiten mit meiner Frau. I think I'm in trouble with my wife. Ich denke, es ist Zeit für mich zu bewegen. I think it's time for me to move on.
Ich dachte, sie von 7:30 Uhr aufstehen musste. I thought you had to get up by 7:30. Ich werde 16 auf meinem nächsten Geburtstag. I'll be 16 on my next birthday. Ich werde sofort machen die Arbeit beginnen. I'll begin doing the job right away. Auf jeden Fall werde ich dich morgen an. In any case, I'll call you tomorrow. Katte trinkt jeden Tag viel Milch. Kate drinks a lot of milk every day. Ken macht es sich zur Regel, früh aufzustehen. Ken makes it a rule to get up early. Marie bestritten, das Geld gestohlen. Mary denied having stolen the money. Marie sagte, sie ihre Hausaufgaben machen würde. Mary said she would do her homework. Marie starrte ihn überrascht zurück. Mary stared back at him in surprise. Sie riet ihm, ein Lehrer zu werden. She advised him to become a teacher. Sie riet ihm, mehr Bewegung zu tun. She advised him to do more exercise. Sie riet ihm, zu trinken zu geben. She advised him to give up drinking. Sie riet ihm, zur Polizei zu gehen. She advised him to go to the police. Sie riet ihm, diese Bücher zu lesen. She advised him to read those books. Sie kündigte ihre Verlobung mit ihm. She announced her engagement to him. Sie fragte mich, was aus ihm geworden war. She asked me what had become of him. Sie bat die Polizei um Schutz. She asked the police for protection. Sie gab ihm die Schuld für all ihre Probleme. She blamed him for all her problems. Sie kochte ein besonderes Abendessen für ihn. She cooked a special dinner for him. Sie eingeäschert ihn gegen seinen Willen. She cremated him against his wishes. Sie weiß nicht, wie man ein Auto zu fahren. She doesn't know how to drive a car. Sie gab ihm etwas heiß zu trinken. She gave him something hot to drink. Sie hat ihn für alles verziehen. She has forgiven him for everything. Sie ignorierte ihn ziemlich den ganzen Tag. She ignored him pretty much all day. Sie lud Tom und mich auf die Party. She invited Tom and me to the party. Sie machte Freunde mit ihm in Boston. She made friends with him in Boston. Sie versprach, ihn gestern Abend zu treffen. She promised to meet him last night. Sie überraschte ihn mit einem kleinen Geschenk. She surprised him with a small gift.
Sie würde nicht für einen Spaziergang mit ihm gehen. She wouldn't go for a walk with him. Das ist das Haus, in dem Tom geboren wurde. That's the house where Tom was born. Das Pferd blieb stehen und würde sich nicht bewegen. The horse stopped and wouldn't move. Der lange Krieg zu Ende ging endlich. The long war came to an end at last.